Platons Staatsphilosophie hat das gleiche Ziel wie seine Ethik. Dem Menschen soll die Eudaimonia, ein glückliches und gelungenes Leben, ermöglicht werden. Warum hierfür überhaupt ein Staat nötig ist und welche grundsätzlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Menschen glücklich und gut leben können, erfährst du in diesem Video. Platons Ethik und Seelenlehre hatten gezeigt, dass die wahre Bestimmung des Menschen darin liegt, seinen vernünftigen, göttlichen Seelenteil zu stärken. Denn nur so kann die Seele in eine harmonische Ordnung gebracht werden und sich ungestört von Trieben und Affekten der Ideenwelt zuwenden. Dies gelingt jedoch nur wenigen Menschen. Der Staat soll nun die äußeren Bedingungen dafür schaffen, dass diese philosophisch begabten Menschen ihre Seele auch tatsächlich auf die Ideen ausrichten und wahres Wissen über das Wesen der Tugend gewinnen können. Die Mehrheit der Menschen ist laut Platon aber gar nicht in der Lage, die platonischen Ideen zu schauen. Diese Menschen müssen in Platons idealem Staat einerseits zu der ihnen erreichbaren Form von Tugend, den sogenannten bürgerlichen Tugenden, geführt werden und andererseits daran gehindert werden, die Philosophen anzufeinden oder auszulöschen. Genau das war nämlich in Platons demokratischer Heimatstadt Athen passiert. Sokrates, der gerechteste aller Bürger, war zum Tode verurteilt und hingerichtet worden. Platon entwarf daher einen Staat, in dem solche Entscheidungen schon von der Verfassung her ausgeschlossen sein würden. Platons idealer Staat ist ein Gegen-Athen. Ebenso wie in Platons Ethik ist Einheit auch der Leitbegriff in Platons Staatsphilosophie. Ein Staat muss die verschiedenen Gruppen und Schichten gleichmäßig und dauerhaft integrieren. Dass Einheit das höchste Ziel für Ethik und Staat ist nicht verwunderlich. Das Wesen des Guten ist das eine und dieses Wesen zu erkennen, ist das Ziel philosophischer Bildung und Erziehung. Warum schließen sich Menschen überhaupt zu einer staatlichen Gemeinschaft zusammen? Ein Grund hierfür ist mangelnde Autarkie. Der Mensch kann nicht allein existieren, da ihm die natürliche Autarkie fehlt. Er muss sich mit anderen Menschen zusammenschließen, um seine natürlichen Bedürfnisse befriedigen zu können. Nur in der Gemeinschaft mit anderen kann sich der Mensch ausreichend ernähren, vor Witterung schützen und kleiden. In der Stadt der notwendigsten Bedürfnisse, die nur aus 4 oder 5 Menschen bestehen kann, ist für Nahrung, Wohnung und Kleidung gesorgt. Zudem gibt es permanent Feindschaft zwischen den Menschen. Nicht nur im späteren staatlichen Leben gibt es von Natur aus einen unerklärten Krieg aller Staaten gegen alle. Schon im Bereich der Individuen sind alle allen Feind. Da der einzelne Mensch keine natürlichen Mittel hat, um seine Feinde abzuwehren, kann ihm nur der Zusammenschluss in der Gemeinschaft vor Unrecht bewahren. Die natürliche Bedürftigkeit des Menschen und der natürliche Krieg aller gegen alle sind also die beiden Ursachen des Staates. Da der Mensch von Natur aus ein Mangelwesen ist, benötigt er den Staat als Abhilfe gegen den Mangel. Der Mensch verfolgt von Natur aus 2 Ziele: die Befriedigung seiner Bedürfnisse und den Schutz vor Feinden. Ein Staat und eine Ethik können nur dann erfolgreich sein, wenn sie diese Ziele erfüllen. Vor allem das erste Ziel ist problematisch. Wachsen die menschlichen Bedürfnisse nämlich unkontrolliert, können sie bald nicht mehr durch die verfügbaren Mittel befriedigt werden. Platon sieht den Körper und seine Begierden als die Ursache von Kriegen, Bürgerkriegen und Kämpfen und den Ursprung des Angriffskrieges in unbeschränktem Erwerb von Besitz und im Überschreiten der Grenze des Notwendigen. Und da Krieg die größten Übel für den Menschen mit sich bringt, scheint die natürliche Bedürfnisbefriedigung zur Schädigung bis hin zur Selbstzerstörung des Menschen zu führen. Doch Platon sieht die Verantwortung für diese selbstzerstörerische Tendenz der unbeschränkten Bedürfnisbefriedigung nicht in der Natur des Menschen selbst, sondern vielmehr in einem Verstoß des Menschen gegen seine eigentliche Natur. Wie wir in Platons Seelenlehre gesehen haben, soll die Vernunftseele die anderen Seelenteile kontrollieren und gerade verhindern, dass die natürlichen Bedürfnisse des Menschen ausufern. Der Mensch könnte also die Übel, die zu Krieg führen, verhindern, wenn der Staat die Vernunft des Menschen stärken würde. Der Staat braucht laut Platon zunächst ein eigenes Territorium. Dieses muss so groß wie nötig, aber so klein wie möglich sein. Es sollen die notwendigen Bedürfnisse ohne Abhängigkeit von anderen Staaten befriedigt werden können, ohne dass die Einheit des Staates dabei gefährdet ist. Zweitens braucht ein Staat verschiedene Berufe, was verschiedene Stände bzw. Klassen oder soziale Schichten zur Folge hat. Menschen haben nämlich sehr ungleiche Veranlagungen und niemand kann alles, was er braucht, selbst herstellen oder besorgen, bzw. alle Tätigkeiten gleich gut verrichten. Laut Platon soll jeder das tun, wozu er aufgrund seiner Natur am besten geeignet ist.
Eine solche Arbeitsteilung ist nicht nur am effektivsten für die Gemeinschaft, sondern erhöht auch die Zufriedenheit des Einzelnen, da ja jeder das tun darf, was er am besten kann. Verschiedene Schichten kommen nun dadurch zustande, dass auch das Kriegführen und das Regieren als Aufgaben verstanden werden, die zum einen den ganzen Menschen fordern, wenn sie gut ausgeführt werden sollen, für die aber zum anderen Menschen ungleich begabt sind. Werden diese Aufgaben falsch verteilt, entsteht ein Risiko für die gesamte Gemeinschaft, wohingegen die Ausübung eines handwerklichen Berufs durch einen ungeeigneten Arbeiter weniger Schaden anrichten kann. Es liegt also sowohl in der Natur der einzelnen Menschen als auch im Interesse des Staates, Menschen in unterschiedliche Schichten aufzuteilen. In diesem Zusammenhang interessant ist, dass Platon keine spezifischen Aufgaben für Frauen vorsieht, etwa weil nur sie Kinder zur Welt bringen und ernähren können. Platon spricht sich für eine völlige Gleichstellung von Mann und Frau aus. Der Staat braucht drittens ein Heer zur militärischen Verteidigung seines Territoriums bzw. eine Polizei für die innere Sicherheit und viertens eine Staatslenkung. Die anderen Aufgaben oder Funktionen einschließlich der militärischen müssen nämlich auf ein Ziel ausgerichtet sein und kontrolliert werden. Es muss ausgeschlossen werden, dass beispielsweise Kaufleute oder Krieger bei der Verfolgung ihrer Ziele, der Versorgung der Bevölkerung mit Gütern bzw. der militärischen Verteidigung den Staat schädigen oder seine Existenz gefährden. So müssen die Kaufleute davon abgehalten werden, die Bevölkerung mit unerwünschten Gütern zu versorgen oder zu großen Reichtum anzuhäufen. Beides würde der Einheit des Staates schaden. Die Krieger hingegen müssen davon abgehalten werden, gegen die falschen Feinde im Inneren oder nach außen zu kämpfen. Hierfür benötigen beide Schichten Weisung von einer Instanz, die der ihr eigenen Funktion und Begabung entsprechend auf das Interesse des Ganzen statt nur des jeweiligen Teils blickt und es beurteilen kann. Diese Instanz ist in der Politeia der Stand der Philosophenkönige. Geschriebene Gesetze sind laut Platon im idealen Staat nicht nur nicht nötig, sondern sogar hinderlich. Die Ordnung und die Harmonie des idealen Staates beruhen schließlich darauf, dass die Philosophenkönige die Idee des Guten kennen und demnach in jeder Situation gut handeln und urteilen können. Schriftlich fixierte Gesetze können nicht der Vielfalt unterschiedlichster veränderlicher Situationen gerecht werden, während der vollkommene Herrscher in jeder Situation genau weiß, wie das Gute verwirklicht werden kann. Die Philosophenkönige in Platons idealem Staat stehen daher über dem Gesetz. Als zweitbeste Lösung fordert Platon im Politikos und in den Nomoi später aber sehr wohl die uneingeschränkte Gültigkeit des Gesetzes. Die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse hat laut Platon keine immanente Grenze. Die immer weiter gesteigerten Bedürfnisse können letztendlich nur noch durch einen Angriffskrieg befriedigt werden, und Krieg heißt nichts anderes als die potenzielle Beendigung aller Bedürfnisbefriedigung. Da der Körper, genauer das Epithymethikon, der begehrliche Seelenteil, sich die notwendige Grenze nicht selbst setzen kann, muss diese Grenze von der Vernunft gesetzt werden. Um also eine verlässliche Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse zu sichern, muss die Vernunft im Staat genauso wie im einzelnen Menschen herrschen. Die Herrschaft des Logistikon in der Seele ist auch für die von ihm beherrschten Seelenteile gut und entsprechend ist im Staat die Herrschaft durch Vernunft geleitete philosophische Herrscher auch für die unvernünftige, philosophisch unbegabte Mehrheit gut. Der Staat hat daher die Aufgabe, die Herrschaft des Logistikon zu festigen, bei den Beherrschten und bei den Herrschenden, im privaten und im staatlichen Bereich. Dies bedeutet konkret, dass die Bürger aller Schichten zur Arete angehalten und moralisch gebessert werden müssen. Verglichen mit diesem obersten Ziel, der Stärkung der individuellen und der staatlichen Arete, treten allgemein anerkannte Werte wie Freiheit, Friede oder Reichtum in den Hintergrund. Aber wie kann die Arete, die Tugend im Einzelnen und im Staat, gestärkt werden? Die Antwort kennen wir bereits aus dem Höhlengleichnis, durch Erziehung. Erziehung soll laut Platon moralisches Wissen und Einsicht in der Seele erwecken, sodass der Mensch das Richtige von selbst tut. Tugend ist bei Platon Wissen. Platon hält daher die sittliche Erziehung der Bürger für eine Hauptaufgabe des Staates. Der richtig erzogene Bürger strebt nur die moralisch vertretbare Befriedigung seiner Bedürfnisse an und macht so die Kontrolle durch den Staat überflüssig. Platons Staatsentwurf in der Politeia ist demzufolge zugleich ein Erziehungs- und Bildungsprojekt. Platon begründet eine philosophische Erziehungstheorie.
Die Richtlinien für das Erziehungswesen, das Platon entwirft, erkläre ich im Video über Platons idealen Staat genauer. Da Platons Staatsphilosophie Recht und Ordnung auf ein metaphysisches Prinzip, die Idee des Guten, zurückführt und mit einer metaphysischen Seelenlehre, der vernünftige Teil ist göttlich und unsterblich, begründet, gewinnen politische Kategorien wie Freiheit, Gleichheit, Besitz und Macht eine völlig andere Bedeutung, als wir sie heute kennen. Für Platon macht nur das Tun des Guten frei. Wer nämlich das Gute nicht erkannt hat und nicht der Vernunft folgt, täuscht sich notwendig über seine wahren Interessen und tut letztlich gerade nicht, was er will, sondern wozu ihn seine Begierden oder sein Ehrgeiz treiben. Eine solche falsche Freiheit unter der Herrschaft der Triebe ist für Platon nichts anderes als Beliebigkeit und Willkür. Wahre Freiheit muss auf Wissen gegründet sein. Laut Platon gibt es eine natürliche Herrschaft der Seele über den Körper und eine natürliche Herrschaft der Vernunft über die vernunftlosen Seelenteile. Wirklich freie Entscheidungen folgen der Vernunft und erlangen dadurch die Notwendigkeit von Gesetzen. Die vernünftige Seele gibt sich selbst Gesetze. Was bedeutet das nun für die Politik? Im politischen Bereich können und sollten laut Platon nur wenige frei sein, und zwar nur diejenigen, die sich von der Vernunft leiten lassen. Die wenigen Wissenden, die Philosophenkönige, herrschen über die vielen, die über sich selbst keine Herrschaft haben. Dies ist aber kein Nachteil, sondern ein Vorteil für alle Beteiligte, denn es sichert den Beherrschten ebenso wie dem Staat das Maß an echter Freiheit, das am besten für sie ist. Die Verschiedenheit der Menschen ist laut Platon von der Natur selbst vorgegeben. Das Prinzip der Arbeitsteilung beruht darauf, dass nicht jeder alles gleich gut kann. Und da die Aufgaben selbst einen ungleichen Rang haben, müssen auch diejenigen, die diese Aufgaben ausführen, einen unterschiedlichen Status haben. Für Platon ist Gleichheit durchaus wichtig, ja sogar Voraussetzung dafür, dass der Staat funktioniert. Aber die Zuteilung gleicher Ehre bei ungleichen Leistungen und Verdiensten wäre in Wirklichkeit eine Ungleichbehandlung und nicht förderlich für die erstrebte Einheit des Staates. Platon geht es also nicht um eine quantitative, sondern um eine qualitative Gleichheit. Nur letztere macht das Wesen politischer Gerechtigkeit aus. Platon bezeichnet eine solche Gleichheit als Verhältnisgleichheit oder Verhältnismäßigkeit. Für Platon ist Besitz nicht die materielle Grundlage für die Entfaltung von Freiheits- und Persönlichkeitsrechten, sondern ein reines Mittel zur Befriedigung der Bedürfnisse des Körpers. Besitz kann daher ebenso wenig wie Freiheit ein Ziel an sich sein. Reichtum ist für sich betrachtet weder gut noch schlecht. Ohne das Wissen um das Gute fördert Besitz immer neue Begierden und führt damit zu Streit und letztlich zu Krieg. Der potenziell schädliche Einfluss des Besitzes auf das Gemeinschaftsleben muss daher ausgeschaltet werden. Dies kann auf zwei Arten gelingen. Entweder man verzichtet völlig auf Besitz. Dies können jedoch nur wenige Menschen mit besonders guter Bildung und Charakter. Oder man achtet darauf, dass es keine allzu große Ungleichheit in den Besitzverhältnissen gibt. Den ersten Weg hat Platon für die beiden oberen Schichten des idealen Staates vorgesehen, also für die Philosophenkönige und die Wächter, den zweiten für den dritten Stand, die Bauern, Handwerker und Händler. Beide Wege haben als übergeordnetes Ziel die Einheit des Staates. Das Zusammengehörigkeitsgefühl soll gestärkt und Eigentum und Macht getrennt werden. Platon weiß, dass sich Macht auch negativ auf Menschen auswirken kann, die zu der Erkenntnis gelangt sind, dass die Staatskunst sich am Gemeinwohl und nicht am Eigennutz orientieren soll. Denn nur so können die Interessen der Gemeinschaft und die eigenen Interessen am besten befriedigt werden. Dennoch kann Macht den Mächtigen zu allen möglichen Arten von Übel verführen. Grund hierfür sind die vernunftlosen Seelenteile bei Menschen, welche zum Mehr haben wollen und zum Eigennutz streben. Doch der Mensch verfügt auch über einen vernünftigen Seelenteil. Dieser kann die Idee des Guten erkennen und auf die Politik übertragen. Der vernünftige Seelenteil erkennt, dass es höhere und wahrere Ziele gibt als die Ausübung von Macht, nämlich Erkenntnis und wahres Wissen. Wenn sich der herrschende Mensch also auf die Erkenntnis der göttlichen Ideen konzentriert und nicht auf die Befriedigung seiner körperlichen Bedürfnisse, dann missbraucht er seine Macht nicht. Platon hat die Hoffnung, dass es einmal Herrscher geben könnte, die Besseres kennen als das Herrschen. Und wie setzt Platon diese Gedanken nun ganz konkret um? Wie ist sein idealer Staat aufgebaut? All das erfährst du im nächsten Video dieser Reihe.
Mit dem Quizlet Lernset Platon Staatsphilosophie kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!